Herrlich. Ich habe mich nämlich gefragt, warum der jetzt die letzten Tage immer platt war. Jo, da haben wir den Übeltäter. Da ist er. Da verliert er die Luft. Da ist irgendwas drin. Metallisch. Ein Stück Schraube oder sowas. Und da pfeift's. Jo. Also, schnell zur Werkstatt des Vertrauens. Country boy, here to make some noise. I live a simple life by my own choice. I'm a self-made man, that's who I am. I'll be farming my cattle till the day I die. Servus und willkommen zum neuen Video. Heute ist Montag. Jetzt wird es langsam Herbst, es ist nasskalt, es nieselt ein bisschen. Nicht artig, Gott sei Dank, denn der Norbert ist unterwegs und hat noch eine Fuhre Heu geholt, die er gekauft hat beim Kollegen, und die bringt er jetzt. Und nachdem ich jetzt in der Vermarktung fertig bin, ein bisschen Burger Patties heute gemacht, ein bisschen Würste, wie halt immer, fahre ich hinter und warte seine Ankunft, damit ich dann die Quader gleich abladen kann. Denn die Reise, die er hinter sich hat, die war strapaziös und extrem langwierig. Weil es da alles ein wenig kompliziert war auf dem Hof war. Und bis das aufgeladen war, das hat ein Stück gedauert. Aber zum Glück ist der Norbert ja im Gegensatz zu mir mit Nerven wie Drahtseilen gesegnet und tausendmal geduldiger. So, jetzt warten wir, bis er kommt. Dabei mache ich noch die Schubverwaltung im Handy. Und wenn er dann da ist, schalten wir wieder ein und laden ab.
so alles schnell abgeladen. Und das ist der beste Ballen, das ist Heu mit Strohtopping. Ja, davon, das ist wahrscheinlich der Rest, der in der Presse drin war. Das wird der erste Ballen gewesen sein, wie der Presser gekommen ist. Und der wird wohl vorher Stroh gepresst haben, so wie es ausschaut. Aber schaut lustig aus, ne? Ich habe so gedacht, warum bringt denn der Norbert Strohballen mit? Haben wir doch jede Menge, naja. Heu mit Strohtopping, das ist um die Rohfaser ein bisschen zu erhöhen. So, jetzt wird es Zeit, ein bisschen mit dem Einwindern anzufangen. Jetzt Objekte pikiere, der Kongskeltischware, einmal sauber runterwaschen, abschmieren und dann geht er unter Dach, Arme abmontieren und dann wird er oben in die Scheune eingelagert bis nächstes Jahr. Den brauchen wir mit Sicherheit nicht mehr im Winter und deswegen machen wir den jetzt einmal blitzeblank. We're automated and overpopulated. We're all fish in a stream, swimming towards a vicious dream. Don't you know we're the walking dead, dead, dead? Our lives were meant to be this bleak. Nothing's ever as it seems. We're bound to believe everything they scream. Don't you know we're the walking dead, dead, dead? Our lives were meant to be this bleak. Somehow they got into our heads, heads, heads. We're wide awake, yet still asleep. We're the walking dead. We're the walking dead, dead. Oh, 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 oh. Ja, daher ist ganz schön platzsparsam zu legen. Man kann die Sicherheitsabstandshalter alle hochklappen und dann natürlich die Arme abstecken. So muss man es eigentlich vor jeder Straßenfahrt machen. Also vor jeder längeren machen wir das auch. Wenn es ums Eck ist, dann fahren wir auch mal ausgeklappt. Geht gerade noch so mit 3 Meter Breite in Ordnung. Jo, und jetzt machen wir noch die andere Seite. Das heißt einmal bitte wenden. Und dann waschen wir den noch runter. Und dann lassen wir den mal durchtrocknen. Schmieren ab. Wenn abgeschmiert ist, lassen wir noch mal ein bisschen laufen. Und dann war es das gewesen. Dann schieben wir ihn um in die Scheune. Und warten auf den nächsten Aufwuchs.
Kehrzeiten. Hola, hola. Hoppa, 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 hoppa. Einen schönen guten Morgen. Heute ist es ja mal jetzt am späteren Vormittag etwas sonniger, sich der Nebel aufgelöst hat. Das sorgt für gute Laune und schafft uns die Möglichkeit, im Trockenen so einige Arbeiten zu verrichten, die wir zu verrichten haben. Ich bin jetzt auf dem Weg hinter zur Mistplatte. Da habe ich ja letzte Woche die alte Futterraufe hingestellt. Und da wollte ich dann ja einen Boden einschweißen. Ich habe mich jetzt dagegen entschieden, denn ich muss diese Raufe ständig versetzen, damit wir keine allzu großen Schäden auf der Fläche haben im Winter. Und damit wir die schöner versetzen können, lassen wir unten offen, quasi wie bei unseren Ringraufen, die wir in Verwendung haben. Der Norbert hat auch so eine. Ich habe ja auch so eine Ringraufe daheim und da funktioniert das recht gut. Und das heißt, ich trenne einfach den Boden raus. Damit ich den Boden raustrennen kann, muss ich die Raufe einmal vor zur Werkstatt fahren. Aber so in dem Zustand, wie sie ist, kriege ich sie nicht mehr transportiert. Deswegen habe ich jetzt ein bisschen Gurte und Schrauben und Splinte und Spanngurt und lauter so Zeugs ein bisschen dabei, damit wir die irgendwie zusammengeflickt kriegen, um sie mit der Palettengabel vorzufahren. Dann trenne ich vorne den Boden raus, stabilisiere die Seiten und dann kann man die auch schon auf die Weide bringen. Vorhin haben wir mal Service da, T6. Hatte ich mit der Elektrik-Isobus irgendwas Schwierigkeiten gemacht. Hat sich gestern immer heben und senken lassen, am Frühjahr doch wieder. Aber gerade der Servicetechniker da von der Firma Hösch und hat einmal kurz geguckt. Gleich das Getriebe wieder mit kalibriert, alles schick. Der Norbert will heute ein bisschen Gülle rausfahren. Wir haben ja auf einer Seite im Stall einen Spaltenboden drin. Und da muss jetzt erstmal die Schwimmdecke ein bisschen aufgerührt werden, weil da ist dann wirklich Material drin und nicht bloß Gießwasser. Jetzt haben wir gerade den Mixer vorgestellt und den 4050 mit hinter und jo, jetzt ist er gerade abkommandiert worden zu der Fläche mit den Zwerg-Cebus, denn da ist das Landratsamt zur Stichprobenkontrolle. Ist ja klar, bei so einem Wetter, ne, da kann man die Leute einfach arbeiten lassen, da muss man kontrollieren, ne, ist ja wichtig, ganz klar. Jo, ich zeige euch mal, also der Boden hat es definitiv hinter sich, den brauche ich auch nicht drin lassen, das weich gegammelte Zeug. Jawohl, es würde schon noch ein bisschen, aber ist mir zu arg. Zwei Gründe. Und zwar, wenn da die Tiere sich da drinnen schneiden, nicht schön. Und wenn die Futterreste drin liegen, schwierig rauszunehmen, denn da kann ich nicht mehr mit der Schaufel rein, weil das ja überall Löcher hat und Kanten und sonst was. Dann lieber wirklich, wie ich schon gesagt habe, die Verstiebemethode. Was wir da jetzt allerdings machen müssen, ist da mal so das Pföstchen wieder gerade biegen und sowas in der Richtung. Da müssen wir mal kurz gucken. Da werde ich mal mit der Manitou-Gabel ansetzen, unten gegensetzen und oben ziehen, dass wir die ein bisschen gerade ziehen können. Gang wäre jetzt, da habe ich eine Aufstandsfläche. Das heißt, ich ziehe mir die Raufe nicht weg und kann quasi, wenn ich das oben mit der Palettengabel verbinde und die Palettengabel kipp, hoffentlich den Pfosten etwas gerade ziehen. Also ganz perfekt wird es nicht. Aber den kriege ich händisch so nicht gebogen. Und das ist jetzt das, was mir so spontan einfällt. Das ist jetzt mal der erste Versuch. Und wie meistens wird es wahrscheinlich mehrere Versuche brauchen. Aber Versuch macht klug, ne? So, einmal Spanngurt rum. Ich glaube, der Spanngurt das auch hält. Möglichst weit oben, dass wir große Hebelwirkung haben. Ihr seht gar nichts, ne? So. Jetzt tun wir mal zärtlich drücken. Mal schauen, was passiert. Biegung rein. Wir müssen weiter unten ran an den Speck, weiter unten muss er ran an den Speck. Wir machen hier gerade den Knick. Da haben wir zwei Knicke drin, das ist auch nicht geil. Also. Naja, da fällt mir ein, mit dem großen Spanngurt hinten an den Stahlpfosten Raufe festmachen
und da vorne einfach mal kernig dran ziehen, solange bis wir die richtige Biegung haben. Weil dann biegt sich automatisch da unten, wo der Knick drin ist. So, again what learned. Doch ein bisschen anders, ich kombiniere. Ich setze unten die Gabel an, dann sind wir genau da, wo der Knick ist. Und mache es oben im Spanngurt fest und ziehe dann ein bisschen zurück. Schauen wir, was passiert. Hundertprozentig, ne? Nicht sehr zufriedenstellend. Ja, da muss ich wirklich drüben anbinden. Das ist das, was ich gesagt habe. Anbinden und dazu. Na gut. Ja, 2 Seiten schon mal fertiggestellt. Funktioniert das Fressgitter. Die habe ich dabei mit Schrauben gesichert. Da müssen wir unten noch Mutter drauf drehen und die Schrauben kürzen. Dann haben wir da neue Bolzen. Das hier ist auch fest. Verbogen, aber das macht nichts. Auf die Optik kommt es nicht an. Und dann machen wir die Seite noch irgendwie fest. Und dann geht es wirklich bloß darum, das ist ja eh schon ein Nachbau, also wie man so sieht, das wird da irgendwie eingehängt und drauf gebraten. Oder ich besorge mir dann noch so ein Zwischenteil. Wollen wir mal gucken. So, jetzt gucken wir, dass wir den da irgendwie reinkriegen. Dazu ist aber der zu verbogen. Das heißt, wir müssen den dann noch ein Stückchen rüberbiegen. Na gut, das sollten wir hinkriegen. So, jetzt haben wir 3 Seiten drin. Und die eine Seite noch mit Spanngurt verspannt. Jetzt sollten wir sie ja eigentlich vor zur Werkstatt bringen. Wo ich dann den Boden raustrennen kann. Und das andere Gatter vielleicht noch schweißen. Mal gucken, da basteln wir schon was Feines. Der eine Bügel von oben, den tun wir auch irgendwo drüber braten. Das gibt dann noch ein bisschen zusätzliche Stabilität. Fertig aus. Quick and Dirty QND. So, drehen wir das mal so hin, dass wir das auch laden können. So, habe ich mir das vorgestellt. Fahren wir da mal rein. Dann müssen wir es ja von oben nehmen, weil die Bodenplatte, also das Bodenblech, das hält ja nichts mehr. So, natürlich auch nicht zu weit vorn, weil es soll ja auch nicht gegen Manitou schlagen. Dann machen wir das so, dass wir hier aufliegen können. Ja, da liegen wir auf. Und dann machen wir da oben ein Spanngurt drüber. Und dann sollte die Nummer halten. So, das ist die richtige Bastelvariante und zum Glück fahren wir auf privatem Gelände, gell? Da geht es in Ordnung. Schauen wir, ob das so funktioniert. Ja, nicht. Nicht so wie ich mir das gedacht habe, aber... Ne, das ist so nicht, wie ich mir gedacht habe. Da müssen wir nur nachbessern. Noch 2 Spanngurt wäre geil gewesen. Naja, dann bauen wir halt hier nochmal nach.
Ewigkeit später. Ja, hallo! Ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert. Das heißt, schön zärtlich auf zur Werkstatt. So, die 3 Seiten sind befestigt. Da hinten mal eine Lasche ausgerissen, die habe ich festgeschweißt. Jetzt haben wir ein anderes Problem, da sind mal Stäbe rausgetrennt worden. So wie hier. Damit sich da kein Tier drin verheddert. Wäre vom Platz her ausreichend. Da kommen sie schon wieder raus, aber ich hätte kein ruhiges Gefühl. Also bauen wir die Stäbe rein. Ich habe da mal was vorbereitet. Aus unserer Alteisensammlung haben wir aus der alten Rauche was rausgeschnitten gehabt. Da habe ich was vorbereitet. Das können wir dann da einlegen. Und den hier. Genau. Also so. Dann ist das wieder hübsch. Und dann können wir den Abstand da nach drüben ein bisschen verringern. Und dann passt da auch nichts mehr durch. Jo. Die noch fest braten. Und da hinten machen wir 2 Leitplanken. Eine oben drauf auf die Höhe, dass sie nicht reinkriechen. Und wie so ein Nackenrohr oben drauf noch eins gebraten. Fertig. Schnelle Nummer. Heute fahren wir die restlichen Jauche raus auf Flächen, die weiter weg sind vom Hof und vor allem auch ziemlich steil sind, wo wir mit den großen Mischstreuer nicht hinkommen. Das machen wir jetzt mit einem kleinen 5 Kubikmeter Güllefass. Ja, und machen dadurch jetzt unsere ganzen Jauche-Gruben für den Winter alle wieder leer, dass wir wieder für den Winter gut gerüstet sind. Das Wetter ist heute auch ideal. Schönster Sonnenschein, alles trocken, da kann man auch schön hinfahren an die Flächen, ohne Angst zu haben, abzurutschen. Ja, also machen wir das heute mal. Stefan muss heute Futter raufrichten, die wir wieder für den Winter brauchen, auch für die Tiere, die draußen bleiben. Geht auch immer wieder mal was kaputt im Sommer über, weil die Tiere halt auch nicht so glimpflich mit den Sachen umgehen. Ja, und so bereiten wir uns momentan schon wieder vor für die Wintersaison. Auf die Futtersaison. Täglich müssen wir jetzt schon Futter mischen, fahren das raus auf die Weiden, nutzen halt noch die schönen Tage draußen aus, die Tiere noch draußen zu lassen und lieber außen zu füttern, wo wir die jetzt schon im Stall rein tun. Wäre schade bei so einem Wetter. Ja, solange es funktioniert, wollen wir die heuer draußen lassen, mal schauen, wie lange das geht. Aber futtertechnisch merkt man jetzt schon, dass weniger wird. Es wächst weit nicht mehr so viel nach, wenn es nicht gebraucht wird. Aber man darf einen schönen Herbst, wo wir eigentlich bis jetzt haben, darf man das nicht beschweren. Weil so lange wie heuer hatten sie eigentlich schon lange kein Futter mehr draußen auf den Wiesen. Ja, ist alles noch schön grün, die Blätter fallen auch ganz spärlich runter. Man merkt eigentlich noch gar nicht so richtig, wie das Herbst ist. Aber ich denke, das wird ziemlich schnell kommen.
Schnitt bei uns komplett ausgefallen ist. Aber dritte, vierte reißt es wieder weg raus. So sieht man immer noch draußen rumfahren zum Mähen. Oder merken. Schotterwegen. Merkt man selbst das 5 Kubikmeter Fass hinten dran. Ohne Allrad kommt man da schon überhaupt nicht gut. So steil sind eigentlich die Wege. Da bewährt sich natürlich schon die kleinere Technik. Jo, da haben wir den Übeltäter. Da steckt irgendwas Schönes drin, ne? Herrlich. Ich habe mich nämlich gefragt, warum der jetzt die letzten Tage immer platt war. Kommt bloß unten. Da ist er. Da verliert er die Luft. Da ist irgendwas drin, metallisch abgebrochen. Ein Stück Schraube oder sowas. Und da pfeift's. Jo. Also schnell zur Werkstatt des Vertrauens, dort einen Pfropfen reinmachen lassen. Aber komischerweise, also entweder fährt der Genie durchgehend schwammig, denn man hat es nicht gemerkt, dass der hinten Plattfuß ist. Ne? Vom Fahrverhalten kein Unterschied. Spricht jetzt entweder für oder gegen. So, jetzt einmal noch schnell einen Stallfutter gemischt und einmal für die Weidegruppe oben auf der Futterplattform. Die Raufe hätte ich heute fast fertig gekriegt. Die Beton liegt auf fast. Man sieht, da ist noch ein Brett eingekeilt. Ja, das Brett ist da, weil hier dann irgendwann das Schweißgerät den Geist aufgegeben hat. Da ist dann die Sicherung geflogen. Nachdem ich da einmal die Sicherung getauscht habe, war ganz aus. Ob es Altersschwäche oder sonst was ist, müssen wir mal gucken. Auf jeden Fall bringe ich morgen das Elektrodenschweißgerät mit und dann schweiße ich das noch mit Elektroden dran. Und es ist wirklich nur noch die Leitplanke, die da festgemacht werden muss. Also wie man sieht, das ist bloß mal gepunktet gewesen, da oben noch gar nicht, da ist dann eben aufgehört. Da saubere Naht gezogen. Innen, ganz wichtig, dass es stabil ist. Schließlich ist es eine Raufe für Jungbullen und die haben Temperament. Ich habe mich jetzt dagegen entschieden, das Gitter da drüben nochmal aufzubauen. Denn das hat von der Länge sowieso nicht gepasst. Das war immer so pendelnd gelagert. Das fand ich jetzt nicht so gut. Außerdem brauchen wir ein bisschen Stabilität, weil wir den gammeligen Boden rausgenommen haben. Also den habe ich rausgeschnitten. Und jetzt hat sie keinen Bodenkontakt mehr mit der Futterfläche. Und dann müssen wir mal gucken, wie sie es verhält. Also entweder wir können nach jedem Ballen, so wie es eigentlich geplant ist, immer so sektionsweise weiterziehen. Dann ist es schön, wenn da drin alles restlos aufgefressen ist. Und wir im Frühjahr dann einfach über diese Weite mit dem Striegel drüber fahren und das Ganze platt ziehen, damit es verrotten kann. Wenn das aber zu viel Sauerei wird, dann legen wir das innen einfach mit Paletten aus. Und es ist deutlich leichter sauber zu machen, als wenn wir da Futterrest drin haben, den wir rausschaufeln müssen. Könnte man ja sowieso nicht mehr auf dem rostigen Blech, denn da bleibt die Schaufel hängen. Also so die einfache Variante. Ja gut, und damit jetzt ohne Boden, denn es gibt dem Ganzen die Stabilität, diese Blechwanne, die da eingesetzt wird, damit es ohne Boden sich nicht verschiebt und nicht so eigentlich labil ist, denn wir müssen sie auch von A nach B fahren, habe ich hinten mich für diese feste Leitplankenvariante entschieden. Das funktioniert wie so ein kleines Nackenrohr. Jetzt habe ich so die Kompromisslösung in der Höhe gefunden zwischen müssen runterbücken, aber können nicht durchsteigen. Klar, ganz kleine, wie zum Beispiel der weiße Junge in der Gruppe, der kann da durch, aber wird er hoffentlich nicht machen. Gibt ja noch genug andere Fressplätze. Dann haben wir hier einmal wieder Stangen reingebraten. Also schön ist nicht, aber es hält. Ja, und jetzt funktioniert diese Raufe eigentlich.
Wie gesagt, bis auf diese Schweißnähte. Aber morgen können wir da auch einen Haken drunter setzen. Und dann muss ich mir noch was überlegen, wie wir die am besten transportieren. Denn mit Palettengabel, beziehungsweise wird dann ja mit dem Steier wahrscheinlich mit dem Ballenspieß gefahren, teilweise, oder mit der ach ja, Ackerschiene. Da kann man ja Ackerschiene ranhängen. Ja, dann wird das wahrscheinlich die Variante zum Transport und zum Verschieben. Und ich gucke mal, wie stabil das ist, wenn das jetzt hinten mit der Leitplanke geschweißt ist. Wenn sich immer noch arg verschiebt, dann schweißen wir da einfach auf den Ecken nochmal Flachstahl ein, sodass das sich in sich nicht so verwinden kann. Und dann ist das doch eine feine Sache. Schenkengaul, schaut mir nicht ins Maul. Ist doch schön und erfüllt völlig seinen Zweck. Ja. Umzug der Mutterkuhgruppe. Da sind wir jetzt auch ein Stück weiter. Wir haben noch nicht die Flächen dieses Jahr vorhanden, auf denen der Zaun gebaut werden soll. Und nachdem wir zum Beispiel hier beim Norbert einen gewissen GV-Besatz nicht überschreiten dürfen, aufgrund von verschiedenen Programmen, die hier laufen, tun wir uns schwer, die dann einfach da in eine Weite reinzustellen und gut ist, denn dann ist er drüber. Und das ist nicht gut. Also haben wir jetzt eine nette Kollegin im Umkreis gefunden, die gesagt hat, hey, ich habe dieses Jahr wahnsinnig viel freien Platz. Hey, ich habe dieses Jahr wahnsinnig viel Futter. Und wir haben Bock auf deine Tiere, deswegen werden die erstmal ein paar Monate dort in Pension untergestellt. Ich fahre dorthin, ich versorge sie mit, aber wir nehmen das Futter von dort, biozertifiziert. Und dann können wir mit der Bio-Umstellung nämlich auch gleich beginnen. Dann stehen die auf Biofläche. Und dann sind wir schon ein Stück weiter, weil wir, ja, eben gleich loslegen können mit der Zertifizierung. Und dann, wenn es die Witterung zulässt und wir dann im Januar die Flächen haben, das heißt, dass der GV-Besatz dann nicht überschritten wird, können wir dann dort den Zaun stellen. Das ist dann das Material, was ich in Pullendorf noch abbaue, zeitgleich im Dezember. Und dann wird irgendwann alles gut. Jo, wollte ich bloß mal kurz Zwischenfazit noch geben. Zwischenstand. Zwischenstand. Fazit ist ja am Ende. Zwischenstand. Und da ist noch kräftig was am Laufen. Aber jetzt alles geregelt, jetzt alles gesichert. Fühlt sich gut an. Wir können jetzt auch die nächsten Wochen umziehen. Morgen ist wieder Hauruck-Umzugtag. Da werde ich wahrscheinlich auch nicht so viel filmen. Nehme ich mal stark an. Jo. Deswegen ist so alles flauschig, ne? Ne, morgen ist kein Umzugtag. Heute ist Montag. Ich bin schon völlig wirr. Wichtig, immer genug trinken. So, ich gehe jetzt mal was trinken und widme mich meiner zweitliebsten Beschäftigung, der Renovierung. Ja, bevor ich vergesse, das ist das gute Stück. Also das ist nicht das Neueste, das ist klar. Aber es läuft wieder. Hä? War es überlastet? Das ist jetzt eigenartig. Jetzt läuft's wieder. Ja, dann könnten wir eigentlich noch die Naht fertig zimmern. Oder machen wir es morgen. Wir gucken. Ja, das ist ja ein eigenartiger Fehler, ne? Vorher gut geschweißt und dann plötzlich Kurzschluss. Warum? Weshalb? Ich bin jetzt kein Fachmann. Aber vielleicht wird es echt mal Zeit für ein neueres Modell. Vielleicht sollten wir da mal einfach ein neueres Modell hinstellen. Zuverlässiger. Einfach zuverlässiger. Auch die Technik kommt irgendwann in die Jagd, ne? So, inzwischen ist es finster. Zeit für Feierabend. Nur mal kurz im Bullendorf nach dem Rechten schauen. Zum Glück haben wir ja immer gut Licht griffbereit. Und dann sehen wir auch noch, ob der Zaun intakt ist. Und dann machen wir hier Schluss mit dem Video. Für alle, die bisher hergeschaut haben, vielen Dank. Gebt dem Video den Daumen nach oben, wenn es euch getaugt hat. Schreibt das in die Kommentare. Demnächst werden wir hoffentlich auch mal das Frage- und Antwort-Video angreifen. Das machen wir am besten gleich im neuen Büro. Nach den Renovierungsarbeiten. Und dann sehen wir uns putzmunter und in alter Frische hoffentlich beim nächsten Video. Bis dahin, macht's gut. Servus und Ade. Country boy, here to make some noise. I live a simple life by my own choice. I'm a self-made man.